Moin Leute, herzlich willkommen. Ein weiteres Video mal wieder hier. Am Bus wollen wir fleißig sein, aber nicht direkt. Als erstes müssen wir mal hinten 1, 2 Dinge organisieren, ne? Leute, ich muss euch sagen, wir haben ja ein bisschen Platz gewonnen durch den Verkauf von Jaschas Karmann. Aber guckt euch um, Alter, was ist denn da los? Das ist alles voll mit Kram und so. Da haben wir hier noch Malte und ich haben den ganzen Kram hier noch. Diese ganzen Motoren, die wir in Kiel geholt haben. Und man mag es kaum glauben, aber wir haben jetzt einen ernsthaften Interessenten, der will was kaufen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir räumen jetzt hier vorne erstmal die Fläche so ein bisschen schier, dass wir den Käfer rauskriegen. Dann soll der Käfer mal hier ganz nah an den Bus ran, finde ich. Und dann können wir hinten diese ganze Ecke mal ein bisschen umräumen, aufräumen, Motoren durchsortieren. Was ist für unseren Kaufinteressenten jetzt interessant, was nicht. Dann zeigen wir euch auch gerne noch, was wir haben. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, Mann, so einen festen Motor, den hätte ich schon immer gerne mal gehabt. Den will ich gerne kaufen. Dann sind wir na klar bereit, den auch für einen guten Kurs an euch abzugeben. Ne? Also kann ich anders gar nicht sagen. So, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, in dem Sinne fangen wir jetzt hier einfach mal an rumzurödeln. Wir müssen einfach heute ein bisschen den Tag nutzen für klar Schiff. Wir haben schönes Wetter, wir wollen auch noch ein Fleisch grillen. Und dann seht ihr ja, was hier so passieren wird, ne? Was sagt die Uhr da? Das reicht doch als Einleitung, oder was? Leute, bis gleich. I take pack to the lung, kill the stress to the head. I'm tryna do more for the soul, way less for the bread. Yes sir. I take pack to the lung, kill the stress to the head. I see the things that they do way less than they said. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Can't be a real, might get you canceled. The whole system need to dismantle. Guten Tag, Leute. Okay, war ein bisschen doll, ne? Ja, egal. Ist jetzt so, wie es ist, ne? Wir haben jetzt hier hinten in der Ecke mal ein bisschen schier gemacht. Ich weiß, eigentlich ist für so ein Spielkram keine Zeit, aber es half alles nix. Wir mussten hier bei diesen Motoren, die wir in Kiel besorgt haben, Wir haben da einen Kaufinteressenten und deswegen habe ich hier mal schnelle Hand da mit Malte ein Regal hochgezogen, dass wir jetzt hier hinten, komm mal her ruhig hier, und jetzt haben wir hier so ein Regal hochgezogen, wo wir jetzt all unsere Motorensachen drin haben, also Gehäuse, Rümpfe, Komplettmotoren, und ich will euch sagen, die meisten davon sind doch eher fest. Ich kann jetzt nicht sagen, ob irgendein Schaden oder weil die einfach nur lange standen und festgegammelt sind. Wir haben nämlich einen von diesen Motoren genommen, der drehte schon mal so per Hand und haben den gestern, guck mal mit hier, zeig mal, und haben den hier gestern einfach mal so grob bestückt, Vergaser rauf, Ölkühler rauf, bisschen Zündanlage rauf und haben mal hier an die Getriebeglocke gehangen und das Ding einfach mal laufen lassen. Und dieser Motor hier läuft tatsächlich so, wie er ist. Das wäre vielleicht ein Motor für den Kollegen Nick hier, der ist nämlich hart auf Versuche, aber der will wahrscheinlich nicht so einen laufenden haben, sondern sich selber was basteln, ne? Und dem geht das wahrscheinlich darum, alle Teile zu haben. Wir haben hier unten ja immer noch einen Haufen Teile, Ansauggeweihe oder sonst irgendwas. Leute, also wie gesagt, schreibt mir gerne über Instagram da, wenn ihr irgendwas braucht, so, ne? Aber nur dann, ja, auch hier Teile ohne Ende, ne? Aber ich denke mal, wir nehmen viel mit zum Maikäfer-Treffen und verkaufen das dann da. Wir haben da einen Stand, weil das ist Hoddehü übers Internet hier, kannst nicht anfassen, kannst nicht gucken, kannst nicht, weißt du nicht, was du kriegst, ne? Ja, Leute, die Zeit hier hinten haben wir jetzt schön genutzt. Zeig mal nochmal einmal, wie der Käfer da jetzt auch schön steht. Die ganze Ecke frei, weil vielleicht habe ich eine Kleinigkeit gekauft, die jetzt hier hinten hin muss. Aber naja, ich spoilere mal noch nichts. Davor muss eigentlich noch mal was anderes präsentiert werden, ne? 2 Projekte hier in der Pipeline. 3 mit dem Käfer eigentlich. Ich kann es ja gar nicht. Es ist ja fast schon übertrieben, ne? Ja, Leute, wie dem auch alles sei, wir wollen jetzt hier am Bus ordentlich Gas geben. Ich muss ein bisschen Blech bauen. Hab mir hier schon so ein Stück Tafel abgeschnitten aus der Käferdachhaut. Und jetzt muss ich hier gleich ein bisschen Form reinkloppen, dass wir hier das Blech hinterbauen können, ne? Das fehlt ja hier, das ist ja alles rausgerissen. Und das muss einmal neu gemacht werden jetzt hier. Wie gesagt, dafür habe ich mir diesen Schnipsel hier schon mal rausgeschnitten, einmal glatt gezogen. Und jetzt kann ich damit gleich loslegen. Aber vorher habe ich noch ein kleines Paket gekriegt von Heckkraft Motors. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal schnell. Ja. Ja. Hier habe ich ein geiles Paket von Heckkraft Motors gekriegt. Ich sage mal vielen Dank schon mal, Heiko. Wir gucken gleich drin nochmal zusammen rein. Kurz will na klar auch gesagt werden, der Käfer hat jetzt die ersten 300 Kilometer gemacht. Ohne große weitere Probleme. Klar mussten wir nochmal hier und da eine Schraube nachziehen oder sowas. Aber ansonsten läuft das Ding, bremst.
bremst, fährt, lenkt, macht alles ganz gut. Ich muss drüben noch mal gucken. Mir scheint so, als ob das eine Rad irgendwie höher steht. Ich weiß nicht, warum. Also, weil gerade vorne an der Vorderachse, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich ja beim Traggelenk einpressen das Traggelenk dezent angequetscht hätte. Und deswegen ist das nicht so leicht gängig und deswegen federt er davon automatisch nicht so doll ein. Aber die Tragarme stehen eigentlich auch komplett identisch. Also, ich verstehe es noch nicht ganz. Da muss ich noch mal hinter, warum der jetzt so leicht vorne rechts das Bein hebt quasi, ne? Laber, wir gehen jetzt rein. Komm, Attacke. Bist du bereit? Bist du bereit? Ne, warte mal, ich bin noch nicht bereit. So, jetzt Leute, habe ich hier ein tolles Paket von Heckkraftmodus gekriegt. Ein paar Kleinteile und einen richtig geilen Deckel hier. Da freue ich mich. Danke Heiko, ne? Guck mal, da kann ich hier mit Mütze rumlaufen. Egal, es geht jetzt hier hauptsächlich darum, dass ich hier so eine Klammern brauchte für einen Handbremshebel vorne. Und hier habe ich Clips bekommen fürs VW-Zeichen, dass wir das wieder vorne rankriegen. Ist ja auch erstmal Latex, das kann beiseite, weil wir müssen jetzt das hier einbauen. Ihr wisst ja, ich habe hier im Winter umgebaut auf andere Trommeln und andere Radnaben und sowas. Und in den Atemzug, wo da neue Trommeln raufkommen, will ich auch einmal neue Belege reinwerfen. Ne? Ich will jetzt nicht da die riefigen Belege, die ich da auf meinen alten Trommeln habe, in die neuen Trommeln reindrücken. Ne? Von daher bauen wir jetzt mal um hier. Ihr werdet ein bisschen Musik auf die Ohren kriegen. Und vielleicht, nee, ihr seht mir nicht beim Schrauben. Nee, einfach nicht. Das machen die anderen. Ne? Leute, bis gleich. Gib Gas. Tag, ich bin wieder da. Eigentlich sogar wir. Wir haben hier auch Malde wieder hinter der Kamera, wenn ich das sagen darf. Ja, Malde und ich sind jetzt hier dran am Bus, nachdem ich jetzt gestern die Bremse hinten alles wieder zusammengebaut habe, einmal frische Belege reingestopft und so weiter und so fort, ist das Thema abgehakt. Jetzt haben wir hier gerade am Bus schon kurz die Stunde genutzt und diese Löcher, die hier oben waren, einmal dicht geschweißt, damit wir jetzt eigentlich steht nichts mehr im Wege, die Frontscheibe mal einzuziehen. Schön wäre eigentlich, wenn wir hier von hinten noch das Blech anbauen würden. Hier fehlt ja immer noch dieses Versteifungsblech, aber das machen wir erstmal noch nicht, weil wir ja nicht wissen. Wir wissen ja einfach nicht, ob dieses Blech jetzt, wenn wir es da anbauen, ob das überhaupt passt mit der Scheibe. Wir legen jetzt mal vorsichtig die Dichtung rum. Wir haben eine Dichtung zum Testen. Die darf auch gerne hier zerschnitten werden. Also muss nicht, aber dürfte. Und wollen mal gucken, ob die Scheibe hier überhaupt reinpasst. Und wenn die Scheibe hier reinpasst, Leute, dann sage ich euch, wie es ist, Alter. Dann wird das Ding zusammengeballert. Aber hier in einem Affenzahn. Ich habe jetzt auch für nächste Woche mir frei eingenommen, hier eingearbeitet, hätte ich fast gesagt, dass wir den Bus jetzt wirklich zum 13.04. eventuell noch fertig kriegen. Es bleibt spannend. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr auch. Wir legen los, bauen hier die Dichtung rum, Scheibe rein und ihr könnt uns dabei zugucken, ne? Leute.
Leute, was geht? Ich bin's wieder am nächsten Tag. Malte und ich haben gestern ja hier die Scheibe noch eingezogen, wie ihr wisst. Und ich muss euch sagen, sie passt leider nicht. Also es war auch schon fast zu erwarten. Hier unten seht ihr, hier sind wir leider nicht rübergekommen. Der ganze Rahmen muss hier einfach noch ein bisschen rausgedrückt werden. Das hatten wir auch vor. Also wir wollten diese Ecke einschweißen, haben es getan. Und wenn dann Stabilität ist, versuchen die Kante noch ein bisschen vorzudrücken. Also das war uns klar, dass das kommen wird. Also wollten Malte und ich gestern noch schnell die Kante vordrücken. Presse, alles hingesetzt. Sie uns ja hier so eine Form extra gebaut. Drüben war Phil am Bus die Form hier abgenommen, dass wir hier auch genau den Scheibenrahmen in die richtige Rundung bringen. Losgepresst. Pff, läuft das ganze Öl raus, Alter. Ist jetzt hier die Manschette von der Presse im Arsch. Die war schon, als ich die Presse so abgeholt habe zum Leihen, war der schon von vornherein immer leicht undicht. Und der war schon immer am Tropfen. Musste es hier immer wieder nachfüllen und so. War schon nervig, aber ja, wie gesagt, gestern hat es dem Ding schon mal den Rest gegeben. Wir müssen jetzt aber pressen und können nicht weiter pressen. Total nervig. Ich habe also kurzerhand in der Firma eine Akkupresse geholt. Die haben wir da. Und damit wollen wir mal gucken, ob wir das so ein bisschen, ja, hinkriegen zu pressen, zu machen, zu tun. Ansonsten bringt Nick mir nachher die Presse, die wir am Anfang auch von seinem Opa geliehen hatten, wieder vorbei, dass ich jetzt hier nochmal weiter pressen kann. Die kommt aber erst um 13 Uhr. Ja, wir haben jetzt hier wieder Zeit, um Gas zu geben am Bus. Sascha ist auf dem Weg hierher. Das heißt, ich werde mit Sascha irgendwie hier weitermachen. Eigentlich wollte ich hier dieses Blech einschweißen. Da habe ich ja hier mal eins geklöppelt, so, ne? So grob schon mal, dass die Sicke wieder da ist und so. Das soll hier ja so rein nachher, ne? Aber das habe ich jetzt noch nicht eingeschweißt, weil ich es nicht wollte. Ich wollte das erst einschweißen, wenn der Wasserkasten drin ist, weil ich habe Angst, dass der Wasserkasten den hier noch so ein bisschen auseinanderdrückt und dann baue ich mir eine Sperre jetzt da ein. Das wäre einfach Quatsch gewesen. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was wir weitermachen. Ohne Presse kommen wir, glaube ich, erstmal gar nicht großartig weiter. Ich denke, wir bauen gleich die Scheibe aus und kümmern uns dann da oben mal um den Träger, dass der reinkommt. Das wäre na klar richtig geil. Das Blech steht nämlich hier bereit und muss rein. Ja, Leute, da habe ich kurz den Morgen genutzt und hier einmal die Werkbank klare Kante, ein bisschen aufgeräumt, dass man sich bewegen kann. Wir geben Gas, wir zeigen, was geht. Bis gleich.
guten Tag, Leute. Der nächste Tag ist angebrochen hier. Wir haben gestern richtig Gas gegeben am Bus. Alter, ich war lass mich lügen, von 8 bis um 11 war ich hier in der Halle. Also wirklich ein langer Tag gestern gewesen. Aber wir haben richtig geil viel geschafft. Ich bin so zufrieden mit der geilen Akkupresse aus der Firma. Oh, das Ding ist top, Alter. Dass ich das erst jetzt mitgenommen habe, ärgert mich, aber egal. Damit konnten wir gestern nochmal richtig geil rumarbeiten hier und haben als erstes erstmal den Scheibenrahmen hier nochmal ein bisschen gepresst und so, weil ihr ja wisst, die Scheibe passte nicht richtig. In dem ganzen Bereich war viel zu viel Abstand. Wir also ein bisschen gepresst mit der Pressform. Hier vorne noch ein bisschen gepresst. Alles versucht weiter rauszuholen. Danach dann hier hinten das Blech eingepasst, eingeschweißt. Wieder ein bisschen gepresst damit, mit dieser Stabilität drin. Und dann saß die Scheibe richtig geil drin. Also wenn man die reingelegt hat, hatte sie überall einen total geilen Abstand. Ob sie jetzt mit Dichtung passt, wissen wir immer noch nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Hier wollen wir nämlich nochmal hart löten in dem Bereich, weil das Blech so weich und so dünn ist, deswegen wollen wir hier nochmal so ein bisschen hart löten. Ja, von daher haben wir bisher jetzt noch nicht wieder mit Fett diese Scheibe reingezogen, aber ehrlich gesagt reizt mich das doch ganz schön sehr, die Scheibe jetzt hier nochmal reinzuziehen und zu gucken, ob es passt oder nicht. Außerdem waren wir dann auch noch weiter hart und fleißig dran, ne? Und haben hier oben den Träger uns vorgenommen und haben diesen kompletten Träger hier hinterm Dach neu eingeschweißt. Erst das hintere Stück, bisschen verschliffen und dann wirklich das Deckblech nochmal rauf, hier die ganzen aufgebohrten Punkte durchgebraten, fertig ist. Dann bin ich hier an diese Kante rangegangen mit der Punktschweißzange. Guck mal, das Ergebnis ist auch richtig geil. Genauso wie diese Kante habe ich auch mit der Punktschweißzange gemacht. Mann, ich bin so glücklich. Jetzt haben wir hier, hat Sascha dann nochmal schnell das Blech, was ich hier schon mal so vorbereitet hatte, eingeschweißt. Das passt jetzt auch. Hier müssen wir das Blech noch ein bisschen umtreiben, weil das mit dem Blinker noch nicht so ganz passt. Blinker müssen wir noch einpassen. Aber tatsächlich sind jetzt an Schweißarbeiten nur noch der Wasserkasten nach. Und dann ist alles fertig an Blecharbeiten, wenn die Scheibe denn passt. Ne? Das müssen wir na klar noch rausfinden. Wir haben heute Samstag, in einer Woche ist das Season Opening und das Ding soll gerne nächstes Wochenende fahren. Ja, wir bleiben mal gespannt, ob das klappt. Außerdem habe ich euch gar nicht berichtet. Die Rücksitzbank habe ich fertig hier komplett gemacht oder habe ich es doch berichtet? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist die Rücksitzbank komplett fertig, alles verschraubt, funktioniert wieder. Auch einfach ein Baustein, der jetzt abgehakt ist. Bin ich glücklich drum. Da wisst ihr ja, das war auch alles verbogen durch den Unfall, ne? Ja, was haben wir dieses Video noch gemacht? Hinten sind jetzt neue Bremsbeläge drin, alles schön eingestellt. Das ist fertig, abgehakt. Ich muss nur noch die Kronmuttern einmal dick nachziehen. Ich habe keine 46er Nuss und so, das war mein Problem. Jetzt, wir wollen sehen, was wir jetzt hier noch machen. Wir machen Feierabend. Ihr wisst Bescheid, Alter. Nächste Woche könnt ihr sehen, ob wir es geschafft haben, den Bus zu finalisieren. Wasserkasten einschweißen und sowas steht jetzt gleich an. Ob die Frontscheibe passt oder nicht, werdet ihr auch sehen. Ich bin richtig gespannt. Und Alter, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier gestern auch für Gefühle in mir abging, dass jetzt dieser Träger da wieder dran ist und der Bus halt langsam wird, so, ne? Ich kann mich so mit diesem Bild auch richtig gut anfreunden. Egal, genug geredet von meiner Seite. Ich hoffe, ihr macht euch alle bereit fürs Season Opening. Leute, in diesem Sinne sag ich jetzt tschüss, bis nächste Woche. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf und drückt mir die Daumen, dass wir das hier schaffen, den Bus noch fertig zu kriegen. Und an dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben. Das war jetzt ein halbes Jahr ganz schön viel Arbeit, aber das Ergebnis kann sich doch echt langsam sehen lassen hier, ne? So, Leute, ich will jetzt gar nicht weiter labern. Bis gleich.